Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute wieder mal am Parkplatz Hintergschwind-Eigen und eigentlich, weil ich gemerkt habe, dass sehr oft Leute nach Kampenwand suchen auf YouTube und möchte heute die Kampenwand einfach mal direkt von vorn rauf gehen. Über die Hochplattenscharten, das Video habe ich ja schon gemacht, aber direkt habe ich noch eins im Winter. Auf geht's! Heute bin ich mal gleich am Anfang raufgegangen vom Parkplatz, weil der Weg unten am Bach ist zwar schöner, aber das letzte Stück rauf, da wird man noch am Ringtag meistens gleich mal richtig nass. Darum gehe ich heute ein Stück auf der Straße auf und danach kann man ja eigentlich immer wieder ganz gut den Steig nutzen. Den ersten Teil kann man aber auch komplett auf der Straße bleiben. So, wir sind schon an der ersten Möglichkeit, wo man über den Steig abkürzen kann. Da ist eigentlich nur das unterste Stück ein bisschen schmierig und dann geht man fast immer auf Stor. Und obwohl es jetzt nass ist, geht es halt sowieso ganz gut. Links gegangen jetzt zur Weißenalm und ich gehe aber gerade weiter. Nach einem kurzen Stück als Straße können wir schon wieder den Steig noch abkürzen. Aber nach dem Stück Steig überquert man die Straße und dann erkläre ich gleich, warum das nächste Stück keinen Sinn macht. Ja, ich habe heute das Stück gerade raufgenommen, weil ich einfach mal sagen wollte, wie es da ausschaut. Jetzt zeige ich euch einmal den Weg, warum der an sich nach Regen keinen Sinn macht und man eigentlich nur Erosion weiter fördert. Bei uns in Bayern nennt man sowas eine gescheite Letten, also einen brutalen Dreck. Und wenn wir immer mehr Leute da raufgehen, dann werden wir halt wahrscheinlich das nicht besser machen. Ich gehe jetzt schon da weiter, ich werde vielleicht schauen, im oberen Teil ist auch noch mal so ein Stückchen drin. Aber da ist dann wirklich gescheiter, man geht die Schlaufen auf der Straße. Ja, weiter herum geht es jetzt wieder. Über die Wurzeln ist doch schon einigermaßen abtrocknet. Aber da unten das Stückerl macht schon wenig Sinn, weil man es eigentlich nur immer mehr schädigt. Und wenn man dann, sagen wir mal, bei so einem nassen Boden oder mit wenig Schnee durchgeht, werden wir das halt immer weiter verschlimmern. Und schon kommen wir wieder auf die Straße raus. Das ist wirklich nur eine Schleife, die man geht. Dann kommt man eben da rauf, anstatt dass man durch den Dreck muss. Ab jetzt haben wir nur noch Steig. Und da links geht es nun mal in Richtung Giederer Steig oder Rottauer Steig rüber. Den habe ich schon mal als ganz eigenes Thema behandelt. Heute gehe ich aber rechts rauf. Ich möchte ja heute auf der Südseite vom Sulten zur Stollingalm rübergehen und dann direkt auf die Kampenwand.
Da rechts kann man jetzt über die Schlechtenbergalm und über die Gorialm zur Kampenwand weitergehen. Oder so wie mir halt links weiter Richtung Rossboden. Oder ich sage ja eigentlich ganz gern Gederer Sattel dazu. Ich finde, so ist es leichter zum Verstehen. Schade, dass manche nicht ohne Abkürzer auskommen, die dann die Wege immer breiter und immer kaputter machen. Die Markierung war eigentlich auffällig genug, dass man halt einfach den kleinen, es ist ja noch kein echter Umweg, dass man den in Kauf nimmt. Die letzten Meter zum Gederer Sattel oder eben Rossboden. So, wir sind am Gederer Sattel und sehen über auf die Gederer Wand. Auf die Hochplatten und schon einen ersten Ausläufer in die Hochplattenschatten rein, wo dann rechts gleich die Kampenwand sichtbar wird. Da gingen gerade ein paar Leute auf den Sulten auf. Der Weg ist im Winter komplett gesperrt. Das ist ganz wichtig. Wir sehen schon auf zur Kampenwand. Mit, ich glaube, sogar dem größten Kreuz im Alpenraum. Auch zur Storling hängen wir schon auf und zur Kapellen. Und bevor man dann den Schotterweg rauf sieht, der gerade lauf geht, den gehe ich heute mit euch. Geht unterhalb der Weg rüber in die Hochplattenschatten. Das Video habe ich euch schon mal gezeigt. Und darum heute die Variante geradeauf. Ich hoffe, dass bei dem Wetter heute nicht so viele Leute unterwegs sind, dass ich eine gute Aufnahme machen kann darauf. Die letzten Meter vom Sultensattel. Rechts geht es hinauf zum Sulten. Da kommt man wieder zur Schlechtenbergalm runter und Richtung Aschau. Und wir gingen da weiter. Erst zur Storlingalm und dann ziemlich geradeauf zur Kampenwand. Da versucht man auch mit einer Absperrung, dass man die Abkürzung da verhindert, die natürlich auch bei der Masse an Leid da herum sehr schnell schlechter wird. Darum kann man an alle, die ein bisschen was für die Natur übrig haben, nur appellieren, dass sie in dem Fall auf der Straße gehen. Trotzdem trüben Wetter heute sehen wir wirklich weit. Und ich müsste mir jetzt schon schwer täuschen, dass das da im Hintergrund, das müsste München sein. Da rechts kommen schon die ersten Leute über den Panoramaweg rüber. Und an der Storling ist halt auch schon Betrieb. Genauso wie in Steignauf.
Man sieht auch da, wie ausgewaschen der Weg ist. Und da herüben hätten wir eigentlich einen stabilen Schotterweg. Es war oft so leicht, dass man es richtig macht. Da hinter mir kann man jetzt dann unterhalb rechts gehen, Richtung Hochplattenschaden. Und da dreht sich die Kamera schnell um, dann zeige ich das. Da bin ich schon mal mit euch rübergegangen. Da geht man also an der Beschilderung ganz knapp oberhalb der Storlingalm den Weg dahinter. Und ich möchte aber eben heute mit euch speziell mal einfach vorn den direkten Weg rauf. Den habe ich bis jetzt nur im Winter mal aufgenommen. Und natürlich möchte ich den auch mal ohne Schnee zeigen. Wie immer, unterwegs ein Schauen nicht vergessen. Wir haben heute, obwohl es ein bisschen trüb ist, oder vielleicht gerade deswegen, einen gigantischen Blick über den Chiemsee, über den Simsee. Wir sehen runter nach Aschau. Und darauf sieht man schon, da weiß man gar nicht mehr, wo der richtige Weg ist, vor lauter einzelne neue Spuren. Aber hin und wieder ist wieder mal so eine ganz schwache Markierung erkennbar, an dem man sich vielleicht doch ein bisschen halten kann. So, da ist die Markierung an dem Martal da. Die stehe ich hinten viel nicht, weil es zu weit rechts aufgingen. Es ist zwar drüben auch ganz gut zum Raufgehen, aber da geht es eigentlich am besten. Die Kaisersäle sind schon hingucker, wenn man so gefühlt mitten durch die Kampenwand durchgeht. Obwohl wir ja genau genommen nur im Bereich vom Ostgipfel sind. So, jetzt kommen wir an der Stelle, da bricht man im Winter oft mal durch, weil da immer viel Schnee herin liegt. Und da steckt man dann schon mal hüfttief im Schnee. Außerdem müssen wir jetzt gleich rechts abbiegen. Man sieht es, da geht es also rechts rein und nicht irgendwie da gerade runter.
So, wir haben es gleich geschafft. Die Kampenwand ist in Sicht. Der Ostgipfel mit seinem Kreuz von der Seite. Im einfacheren Aufstieg haben wir schon an der Schlüsselsteig, wo man sich von der Aussicht nicht ablenken lassen soll. Ja, die Schlüsselsteig, man sieht, das ist eigentlich nur so eine Traverse. Die ist gar nicht schwierig. Es ist nur durch die Tausenden von Leuten sehr abtreten. Und darüber geht es jetzt weiter. Der normale Weg geht eher links. Viele kürzen halt auch darauf ab. Das kann man schon machen, wenn man wirklich trittsicher ist. Und für alle anderen geht es eben ein kleines bisschen einfacher dahinter weiter. Für uns geht es jetzt da rechts rauf und von da hinten kommt der Klettersteig über die Hochplattenschauten rauf, den ich persönlich für ein kleines bisschen schwieriger halte. Also wer es als Runde gemacht, der soll ja dann eher im Uhrzeigersinn gehen und dann den jetzigen Aufstieg zum Runtergehen nutzen. Die letzten Meter zum Kampenwand Ostgipfel, von dem aus wir heute eine wunderbare Aussicht haben. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.